Endlich ist es soweit. Developers Note, Flive Universe, V1.4, Battle for Madrigal. Der erste Sneak Peek ist heute endlich live gegangen und ja, das Warten hat noch kein Ende. Es ist lediglich ein Sneak Peek, steht auch direkt im ersten Satz. Das Update ist nearing completion. Es nähert sich der Vollendung. Also sind wir noch nicht ganz am Ziel, aber zumindest kriegen wir endlich ein paar genauere Infos, was uns erwartet. Außerdem kennen wir auch schon den Namen, eben V1.4 Battle for Madrigal. Ich persönlich würde vermuten, weil es wurde ja ein PvP-Modus angekündigt, dass es damit was zu tun hat. Also deswegen halt Battle for Madrigal. Aber könnte natürlich auch alles Mögliche bedeuten. Letztendlich ist es auch nur ein Name. Ich meine, New Horizon zum Beispiel. Ich meine, klar, es gab die Koralleninsel am Horizont, also ein neuer Horizont, weil die Welt erweitert wurde, so ungefähr. Aber naja, wir werden sehen, was man da alles hinein interpretieren kann und was dann tatsächlich passieren wird. Auf jeden Fall gucken wir uns das jetzt an. Und das sind natürlich noch nicht alle Infos, die wir haben. Keine Frage. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Teil auf jeden Fall. Today I'll be given an early look at some of the upcoming new features. Keep in mind that these are merely sneak peeks and do not represent all the new features or details that you'll see in this expansion. Please note that all visuals and details are subject to change prior to release. All screenshots shown in this article are taken from a development build and might not represent the final build. Couple System. The couple system is finally coming to Flive Universe. Some of you who played PC Flive will remember the old version of the system, but the Flive Universe version will be a bit different from what you remember. Genau, es gibt quasi ein komplett neues Couple Window, Partnerinformation, Skills, Information, Housing. Aber kommt eh noch die Erklärung gleich. Genau, das ist quasi das Main Couple Interface. To form a couple, you will need to propose to another character using a ring. There are various different types of rings which provide different benefits, some available in the cash shop and others for Penya. We are also planning to add other methods of obtaining the rings in the future, so stay tuned for future updates. Unlike the PC Flive counterpart, there will be no character gender restrictions to becoming a couple, so please enjoy the content with whomever you desire. Also, heißt quasi, in Flive PC war das ja einfach so, du konntest literally, 2 Tage Cooldown, glaube ich, jeden heiraten und mit dem quasi ein Couple bilden, sofern der Charakter vom anderen Geschlecht war. Und ansonsten gab es eigentlich keine wirklichen weiteren Beschränkungen. Dann lief das einfach passiv und man hat dann irgendwann Vorzüge freigeschaltet. In Flive Universe wird es so sein, man kann alles machen, also gleichgeschlechtlich geht auch. Also es gibt keine Gender Restrictions, keine Einschränkungen mehr. Was die Partnerwahl angeht, ist längst überfällig, muss man auf jeden Fall sagen. Und genau, diesen Ring, also es kommen jetzt natürlich noch mehr Infos, aber ich glaube, da wird es nicht so wirklich aufgeklärt darüber, was jetzt der Vorteil davon ist, verschiedene Ringe zu benutzen, der genaue Vorteil. Aber es wird sich halt auf das gesamte System irgendwo auswirken. Once you become a couple, you will have various perks available to use. First and foremost, you will be able to teleport to your partner's location. The number of available daily teleports will depend on which ring you use and will reset every day. Also gut, darauf hat der Ring offensichtlich schon einen Einfluss. Und ja, man kann sich zu seinem Partner teleportieren. Ist grundsätzlich ganz cool. Vor allem für sowas wie Inventarlernen vielleicht beim Leveln oder wenn man was vergessen hat oder whatever. Also gibt es viele Beispiele, wo man das definitiv benutzen kann, also wo man das brauchen kann. Genau, aber gut, ist jetzt auch nicht so heftig, weil es natürlich begrenzt ist. Also man kann jetzt nicht unendlich teleportieren, das wäre tatsächlich ziemlich heftig. Es ist definitiv begrenzt und diese Begrenzungen, also diese Teleports, die resetten dann jeden Tag. Also, you will have unique skills and buffs to use. More skills will be unlocked as your couple level increases and you will need couple skill points to be able to use the couple skills. You can obtain skill points by either leveling up or getting system gifts for different anniversary milestones. Note that your ring does not affect the available skills or their strength. Also da ist der Ring eben irrelevant, deswegen habe ich gesagt,
Ist noch nicht so ganz klar, was jetzt wirklich der gigantische Unterschied zwischen den Ringen sein wird. Also einerseits das mit den Teleports anscheinend, die Menge der Teleports. Aber wenn das der einzige Unterschied wäre, glaube ich kaum, dass jemand dafür großartig F-Coin ausgeben würde. Also es muss wahrscheinlich noch mehr dahinter stecken. Jedenfalls die Skills und auch die Stärke der Skills wird eben nicht davon beeinflusst. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige und gute Info, finde ich. Weil wenn die Ringe eben auch für F-Coin verfügbar sind und es Unterschiede gibt zwischen F-Coin und Penya-Ringen, dann wäre es natürlich schon, ja, nicht so cool, wenn da vielleicht hier zu krasse Vorteile durch wieder F-Coin freigeschaltet werden würden. Wir können uns die Skills mal durchlesen. Die werden noch nicht genauer erklärt, leider. Field Outing, Party Together, Golden Luck, Happy Jump, Swift Recovery, Madrigal Stroll, Stamina Boost und Blessing From. Also da kann man jetzt natürlich Rätsel raten, was das alles bedeutet. Für mich am interessantesten ist Golden Luck. Hier steht nämlich irgendwas mit 5% nach oben natürlich. Könnte eine 5%ige Erhöhung der Drop-Chance sein, was natürlich sehr interessant wäre. Alles andere klingt jetzt auch nicht schlecht, aber alles andere scheint halt so Quality of Life oder so, ich weiß nicht, wie sagt man, ja, nicht so wichtig auf jeden Fall zu sein. Ich meine, Happy Jump, ich meine, ich spring höher oder ich spring schneller oder keine Ahnung. Naja, dann hier, keine Ahnung, sieht aus wie ein Besen. Vielleicht ist man schneller beim Fliegen. Stamina Boost, keine Ahnung, vielleicht rennt man schneller oder so. Also es kann alles Mögliche bedeuten. Aber alles nicht so wirklich interessant für mich. Für mich wirklich Golden Luck hier am interessantesten. Genau. You will also have access to couple-only motions. Your partner will need to accept your request so that you can synchronize your location beforehand to perform the motion. Da dachte ich mir, als ich das zuerst gesehen habe, bevor ich das gelesen habe, tatsächlich habe ich erst das GIF gesehen, dachte ich mir, das wird halt niemals funktionieren mit den krassen Posi-Bugs in dem Game, wo Charakter nie an der gleichen Position sind oder an der Position sind, wo sie gefühlt sein sollten, wird das niemals funktionieren. Aber hier steht halt extra dabei, you can synchronize your location beforehand. Also ist das wohl schon bedacht worden, dass das nicht so gut aussehen würde, wenn die Charakter quasi 20 Meter auseinander stehen, obwohl sie eigentlich nebeneinander stehen sollten sozusagen. Also vielleicht funktioniert es ja auch ganz cool. Genau. Grundsätzlich cooles Feature, aber natürlich gameplay-technisch relativ irrelevant. There are two ways to gain experience towards your couple level. The first and more ineffective way is passive experience gain, while both members of the couple are online. Also das gleiche, was im FlivePC quasi auch der einzige Weg war, seine XP zu erhöhen. The more efficient way will be completing random daily couple quests. Every day there will be 2 random couple quests selected, one for each member of a couple. These quests are fairly simple and are mostly kill or gather quests at lower level areas. Note that you will need to be at least level 61 in order to form a couple. Und da ist auch unser Cupid wieder, den wir auch aus FlivePC schon kennen, der Messenger of Love Cupid, unser Couple NPC, der uns diese täglichen Quests eben aufträgt. Ja, davon bin ich jetzt nicht so begeistert, muss ich persönlich zugeben, weil es klingt relativ langweilig und halt, naja, je nachdem, wie ineffektiv dieser passive XP-Gain ist, wenn man einfach nur online ist, wird man halt dazu gezwungen, und hier steht ja schon dabei, diese Quests sind quasi leicht und einfach nur töte oder sammel irgendwas im Low-Level, ab Level 61 quasi, also wahrscheinlich Darkon 1, Darkon 2, so hört sich das an. Darkon 1, Darkon 2, Darkon 3, so rum. Ja, klingt jetzt natürlich nicht so spannend, muss man sagen. Also, naja, mal abwarten, wie genau das aussieht. Aber ich sag mal so, da bin ich jetzt nicht so gehypt drüber. Wird auch interessant sein, was ist das Maximallevel? Wird das immer schwieriger, das nächste Couple-Level zu erreichen? Was ist mit den Punkten? Wenn man keine Punkte mehr hat, kann man dann keine Skills mehr einsetzen und dann gibt es ein Maximallevel, nachdem kann man keine Punkte mehr bekommen, muss man dann sich trennen und wieder neu starten. All solche Fragen, die werden hier leider noch nicht beantwortet. Genauso das mit den Ringen eben, welche genauen Vorteile jetzt eben diese Ringe geben. Auch das wird hier noch nicht erklärt. Also mehr Teleports, wie gesagt, ist ein Vorteil, aber das ist halt der einzige, der uns jetzt hier schon erläutert wird. Und ich meine, dafür würde wahrscheinlich kaum jemand F-Coin ausgeben. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen abwarten. You will also be able to use a special housing template for couples only. This will be similar to your personal housing, but items will be shared between the two partners. Also man geht quasi wirklich in eine Gütergemeinschaft sozusagen. Please note that all these perks will be gone and your couple level will be reset once you choose to break up, so proceed with caution if you choose to do so.
Und das war es eigentlich auch schon mit dem Kappelsystem. Dann haben wir die neuen Housing Features. There will be even more housing contents available for you to enjoy this update. Firstly, you will be able to dress up the housing NPCs you have with the costumes or equipment you own. You will be able to choose what look the housing NPC will have from your cosmetic wardrobe. Please note that once the NPC's usage expires, the costume you've set will be reset. Also allein schon deswegen wäre das für mich wahrscheinlich nicht so interessant. Also ich meine, ich besitze immer noch kein Haus, ehrlich gesagt. Also ich habe kein Haus in Flive. Aber du kannst jetzt quasi die NPCs einkleiden, wie du lustig bist. An sich eigentlich ein ganz cooles Feature. Aber dass das jedes Mal resettet, wäre für mich persönlich zu nervig, weil gut, wie viele NPCs hat man? Die meisten Leute wahrscheinlich nur so 2 bis 4 oder so. Je nachdem, wie Tryhard-mäßig man unterwegs ist. Aber vom rein praktischen Standpunkt aus gesehen kann man halt wirklich sagen, naja, ich meine, wie viel Zeit verbringt man wirklich in dem Haus? Wie wichtig ist einem, dass der NPC so aussieht? Und hat man wirklich Lust, alle 7 bis 15 Tage diesen NPC neu einzukleiden und halt alle NPCs neu einzukleiden? Ja, ich meine, klar, es dauert jetzt nicht ewig. Das dauert pro NPC vielleicht 30 Sekunden oder so. Aber trotzdem ein bisschen schade, dass das nicht bleibt. Aber an für sich ein ganz cooles Feature eigentlich, weil dann kann man sich quasi seine eigenen... Also, ich will das nicht laut aussprechen, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich anspiele. Seinen eigenen Anime vielleicht. Anime-Reference mit vielen weiblichen Darstellern und einem männlichen Hauptcharakter. Könnte man sich da aufbauen. Oder andersrum, der weibliche Charakter baut sich einen auf mit sehr vielen männlichen Charakteren, zum Beispiel in Badehose oben ohne. Und ja, das ist jetzt damit möglich. Also ich denke mal, da geht man so in die Richtung Fanservice ein bisschen. Aber ich habe schon viel zu viel gesagt. Das nächste Feature, muss ich ehrlich zugeben, verstehe ich nicht. Furthermore, you will be able to train your raised pets via a special NPC you will be able to purchase in the cash shop. This NPC will feed your raised pets at specific intervals with the relevant pet candy grade of the NPC. You will need to register your pets in your housing's object list, and you will be able to select which pet you want to raise from the NPC. Und ehrlich gesagt, ich verstehe es einfach nicht. You can train a raised pet that you've placed in housing by entrusting it to a specialized caretaker. Each caretaker NPC has different feeding schedules and intervals. Und wie schon gesagt, ich verstehe es nicht so wirklich. Weil das würde nur Sinn irgendwie ergeben, wenn es das Flive PC-Pet-System wäre, wo man ein Pet die ganze Zeit draußen haben muss, damit es levelt. Also wie ein Pet-Food-Bag im Endeffekt, kennt ihr ja bestimmt noch. Und ja, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil es wird hier nicht wirklich erklärt, was man davon hat. Es wird nur erklärt, was es ist, aber nicht, was man davon hat. Weil letztendlich, was bringt mir das, wenn ein NPC mein Pet füttert und dafür auch Candies benötigt? Dann ist es ja auch nicht günstiger, als wenn ich es einfach selber fütter. Und du kannst dir ein Pet innerhalb von einer Sekunde auf maximale XP bringen und umwandeln auf die nächste Stufe. Warum soll ich das passiv leveln wollen? Also mir fehlen hier, ehrlich gesagt, also nicht nur fehlen mir hier Details, mir fehlt literally alles. Das Feature ergibt literally keinen Sinn, so auf den ersten Blick, ehrlich gesagt. Also es muss irgendwie einen Vorteil haben im Sinne von, es ist günstiger, es kostet vielleicht weniger Candies oder so. Oder es, keine Ahnung, also es muss irgendeinen Vorteil geben, der sich hier nicht so hundertprozentig ablesen lässt oder nicht so sicher, weil das sonst einfach überhaupt keinen Sinn ergeben würde. Aber, wie gesagt, muss man abwarten. Man kann jetzt natürlich spekulieren vom Allerfeinsten, aber im Endeffekt steht hier letztendlich gar nichts wirklich drin. Also nur, was es ist, aber nicht, was dann, wie gesagt, der Vorteil davon ist. Und was noch ganz interessant ist, ist, dass man es mit mehreren Pets zeitgleich machen kann. Also dieser Caretaker-Pet-NPC, den kann man wohl öfter aufstellen und damit mehrere Pets quasi zeitgleich vielleicht bearbeiten. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, erschließt sich mir jetzt nicht so hundertprozentig, was das wirklich bringen soll. There will also be more aspects such as more templates to choose from, larger sizes of the housing templates to exercise your creative freedom and new interactions with certain objects. Ja, wer wollte das nicht jemals in Flive sich auf dem Bett legen und schlafen? Ich wollte das noch nie. New sleeping on bed furniture interaction. That's all for today.
we will keep you posted for more content updates. Genau, das war jetzt quasi Teil 1. Also das Housing, neue Housing-Features, das wurde uns angeteasert. Das Couple-System kommt neu. Also angeteasert wurden uns, habe ich letztens schon ein Video drüber gemacht, ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf. Rainbow Race, Housing-System und neues Feature für die Ultimate Weapons sowie ein PvP-Modus. Also diese 4 Sachen waren bekannt. Davon wurde uns jetzt nur eine Sache angeteasert, also mindestens 3 weitere Sachen kommen noch. Genau, das Couple-System, wie gesagt, war da nicht dabei. Das war jetzt nicht angeteasert worden in dem Developers Q&A. Ja, gut. Wie viel Impact das haben wird, ja, muss man gucken. Und grundsätzlich würde ich sagen, Couple-System ist wahrscheinlich am positivsten. Das Housing-System ist halt so, naja, es ist halt, wie sagt man, also bis jetzt erschließt sich mir halt nicht wirklich, wofür man das braucht. Also ich meine, die NPCs mit den Buffs, klar, aber alles andere bis jetzt, was hier jetzt wieder angekündigt wurde, ist irgendwo, ja, es ist auch Content, aber es ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, naja, das braucht man jetzt unbedingt, um Flive spielen zu können oder so, oder das ist jetzt die weltbewegende Content-Änderung oder so. Ganz im Gegenteil. Das Couple-System wirkt jetzt auch nicht so, als würde es allzu viel ändern, als wäre es auch größtenteils Quality of Life, sowas wie mit dem Teleport halt zum Beispiel, im Endeffekt eine gratis Return Town Scroll oder eine gratis Blink auf Madrigal, je nachdem, wie man es sieht halt. Ich meine, das ist natürlich, wie gesagt, ganz cool, aber wirkt jetzt auch nicht so, als würde das die Welt verändern, sondern wäre auch überwiegend Quality of Life und jetzt auch nicht zu krass auf den Content beeinflussend. Genau, aber ist ja eigentlich auch vorteilhaft, I guess, wenn nicht zu viele Systeme auf einmal kommen, die zu viel Impact haben, weil dann verändert das ganze Spiel mit einem Update komplett und das will man ja dann vielleicht auch nicht unbedingt, dass sich alles gleich ändert. Auf jeden Fall bleiben wir gespannt für die nächsten Developers Notes. Also ich hoffe, die kommen jetzt auf einer Weekly Basis oder spätestens alle 2 Wochen. Wie gesagt, mindestens 3 Features kommen noch. Also wir können wahrscheinlich damit rechnen, dass noch 1 oder 2 Developers Notes auf jeden Fall kommen werden vor dem tatsächlichen Update. Und wenn die jetzt, wie gesagt, jetzt im Wochen- oder 2-Wochen-Takt kommen, dann dauert es ja auch nochmal wahrscheinlich einen guten Monat, bis dann tatsächlich das Update kommt. Also wollen wir mal hoffen, dass es jetzt nicht allzu lange dauert, bis wir die nächsten Infos bekommen. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Was haltet ihr bisher von den Infos, die wir bekommen haben? Worauf freut ihr euch am meisten? Falls es schon etwas gibt, worauf ihr euch überhaupt freut, natürlich. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, wie gesagt, wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, Twitch und in der Videobeschreibung. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.